Seit über 30 Jahren ist er dem Verein treu, 6 davon als Spieler und nun seit fast 25 Jahren als unser Teammanager. Heute sind wir hier mit Hans-Peter Lehnhoff. Hans-Peter, erstmal schön, dass du da bist. Wenn du jetzt hier auf dem Balkon, auf das Stadion, auf den Platz schaust, der 14. April 2024, welche Bilder kommen da in deinen Kopf? Ja, natürlich die schönsten Bilder, die ich vielleicht in meiner Karriere erleben durfte bis jetzt. Und habe auch, glaube ich, lange darauf hingewartet, dass es endlich mal passiert, dass wir das, ja, was wir alle uns schon immer gewünscht haben, deutscher Meister zu werden. Und darum war es an diesem Tag halt umso schöner, dass wir es endlich geschafft haben. Zwischen diesen ganzen Szenen, Toren, Fans überall, Meisterfeierei, gab es für dich dann irgendwie so ein Highlight oder einen Moment, der dir besonders im Kopf geblieben ist? Also für mich war eigentlich, das Highlight war eigentlich die Situation mit dem Flo, wo der das Tor macht und dann praktisch jubelt und aber auch mahnt, dass die Leute hinter den Barrieren bleiben, weil die Bandenwärmen waren umgekippt und wir hatten dann schon ein bisschen Angst, dass die Leute dann doch aufs Feld laufen und wir wahrscheinlich das Spiel schon abbrechen müssen. Aber das ist eine Szene, die für mich immer im Gedächtnis bleibt, weil zum einen das Tor schießt und dann aber auch mahnt, bitte hinten bleiben und das war ein super Bild, ein super schönes Bild. Und du direkt an der Trainerbank warst ja quasi mitten im Geschehen drin. Wie hast du denn diese ganzen Minuten um Abpfiff und nach Abpfiff herum erlebt? Ja, man hat es dann endlich realisiert, wir haben es geschafft. Wir durften endlich uns darauf freuen, die Schale in den Händen zu nehmen und die Freude oder das Glück, man war ja glücklich, endlich das erreicht zu haben, wo ich schon seit 30 Jahren hier bin, dass ich das auch noch erlebe. Deswegen. Wir haben noch ein sehr schönes Foto von dir, ein sehr schöner Moment. Ja. Ich glaube, das Bild sagt mehr als 1000 Worte, Tränen in den Augen, stolzer Blick auf den Platz, jubelnde Menschen im Hintergrund. Was ging dir in diesen Sekunden durch den Kopf? Kannst du das überhaupt noch in Worte fassen? Ja, das ist halt der Moment, wo man dann überwältigt ist, dass man dann weiß, man hat es geschafft. Und man sieht dann die Menschen, wie sie sich freuen, besonders in den Gesichtern. Ne? Man kann endlich so ablesen, dass sie alle glücklich sind, diesen Moment zu erleben und auch diesen Moment mit der Mannschaft und allem drumherum zu erleben. Neben dir auf dem Foto sehen wir auch David Thiel, der ja auch Leverkusener durch und durch ist. Was bedeutet dir das denn, dass du diesen Moment mit Leuten teilen kannst, die auch wirklich seit Jahrzehnten auf diesen Moment, auf diesen Titel gewartet haben? Ja, weil es Leute sind, die es auch gefühlt haben in schlechten Zeiten oder in Zeiten, wo wir es eigentlich auch geschafft hätten und dann aber so maßlos enttäuscht wurden, dass es doch an uns auch genagt hat. Auch nicht nur an uns, sondern auch an den Verein, an das Umfeld. Weil man, ich will nicht sagen, man wird nicht so wahrgenommen, aber man wird nicht für die Arbeit honoriert, die man dann das ganze Jahr gemacht hat. Endlich hat man es dann verdient. Genau. Du als Teammanager hast die Mannschaft ja in verschiedenen Konstellationen, jetzt über die letzten 25 Jahre in ganz verschiedenen Konstellationen erlebt und mitbekommen. Was hat genau dieses Team denn für dich für eine Meistermannschaft gemacht? Also abseits von der sportlichen Leistung natürlich. Ja, ich habe ja selber erlebt, wie es ist, um Erfolg zu haben oder vielleicht da dran zu kommen, wo man hin möchte, die Meisterschale zu gewinnen. Und wenn ich diese Mannschaft mit diesem Trainerteam dann jeden Tag kontinuierlich sehe, wie sie arbeiten und wie der Trainer eine Mannschaft geprägt hat, die halt den Willen hat, genau das zu schaffen, was man in 34 Spielen schaffen muss, das ist die Schale zu gewinnen. Und die Gier, die Bereitschaft, um alles für sich, für den Verein zu geben bei den Spielen, ob das jetzt Pokal war, ob das Meisterschaft oder selbst Europapokalspiele. Man hat einfach gesehen, diese Mannschaft ist eine Einheit, eine totale Einheit, die den Willen und den Mut hat, das zu übersetzen, was der Trainer ihnen vorgegeben hat. Du bist ja 1994 hierhin gewechselt, warst vorher dann also nicht dabei, als 93 der DFB-Pokal gewonnen wurde. Das heißt, für dich war es auch mit Bayer 04 der erste Titel. Hast du denn über diese 30 Jahre hinweg immer daran geglaubt, dass der Titel noch kommt, oder verliert man da irgendwie die Hoffnung? Ja, schwierig. Ich muss ja sagen, 2002,
fand ich, hat man in Europa eine der besten Mannschaften, ja, wo wir alle 3 Titel eigentlich gewinnen konnten und eigentlich auch mussten, weil wir in allen Wettbewerben, ob das Meisterschaft war, Pokal war, selbst im Finale gegen Real Madrid musste man gewinnen. Also das hat schon wehgetan. Und dann sieht man dann, dass man so eine gute Mannschaft hat und die Mannschaft dann aber wieder auseinanderfällt. Ja, also das hieß ja wieder, dass du wieder automatisch in den nächsten Jahren wieder was runterfahren musst, um dir das wieder aufzubauen. Und das ist umso schöner, wenn man sieht, was in den letzten Jahren dann hier passiert ist. War das denn auch ein Grund für dich, quasi blöd gesagt, zu bleiben? Also wie gesagt, 30 Jahre bei einem Verein zu bleiben, ist ja jetzt nicht sehr typisch und es ist etwas sehr Besonderes, diese Vereinstreue zu halten. Was hat dich denn motiviert, über diese Jahre hier zu bleiben? Also motiviert hat mich eigentlich immer zum einen, dass es ein guter Verein ist. Ja. Dass es ein Verein ist, ein Familienverein, dass man hier noch mit Menschen zusammen ist, die auch aus der Region kommen und dass man merkt, dass man hier kontinuierlich und in Ruhe arbeiten kann. Ja, es gibt natürlich andere Vereine, da ist es ein bisschen anders, da ist es auch schwieriger, weil es vom Umfeld auch viel größer ist, weil hier das Umfeld hat sich in den letzten Jahren total verbessert, ob das mit der Fanbase ist, ob das mit der Base, die vom Ausland kommt. Der Verein hat sich immer kontinuierlich nach oben gesteigert und das hat einfach Spaß gemacht. Aber es ist ja im Allgemeinen für mich ist es immer was Besonderes, mit jungen Menschen zu arbeiten. Also das ist egal, aus welchem Land sie kommen. Es macht einfach Spaß, mit Fußballern zusammenzuarbeiten, weil man so doch schon weiß oder mitbekommt, wie sie ticken. Ja? Man war selber Spieler, aber man hat halt nicht die Breite gehabt, die es heute gibt. Ja? Früher war es viel einfacher. Wir waren auch eine kleinere Gruppe. Wir waren weniger Spieler, wir waren weniger Staff. Wenn man sieht, wie das explodiert ist und man sieht, was das für ein Rattenschwanz ist, dann sieht man schon, wie der Fußball sich in den letzten Jahren doch wieder sehr verändert hat. Mhm. Aber diese ganze Entwicklung, die kannst du ja sicherlich auch so mit als dein Agieren als Teammanager mitnehmen. Wie kam das denn damals? Also du hast ja 2000 deine aktive Karriere als Spieler beendet, bist dann direkt hier Teammanager geworden. Wie kam dieser Wechsel und wie bist du dazu gekommen? Ja, es war eigentlich die Situation, ich war 7 Jahre im Ausland, bin dann von Belgien nach Deutschland zurück und habe auch nur gedacht, so, ja, Leverkusen machst du vielleicht 2, 3 Jahre, war ja auch schon 30, ja, das ist ja, zu der Zeit war das immer ein bisschen anders gesehen, nicht so wie heute, dass man auch mit 36, 37, 38 dann noch spielen kann. Und, aber aus den ersten Jahren ist dann so ein bisschen herauskristallisiert worden, dass der Verein gerne möchte, dass man eine Position bekleidet. Die gab es früher noch nicht so. Ich wusste es auch nicht. Das ist aus dem Italienischen gekommen, der Teammanager. Und das bedeutet halt, dass der sich alles um die Sachen, um die Lizenzmannschaft kümmert, organisiert ja, und der Christoph Daum hatte damals die Idee gehabt, mich zu fragen, ob ich Lust hätte, diesen Beruf oder dieses Engagement zu machen. Und ich war dann 34, 35 und war dann auch am Überlegen, ob ich nicht vielleicht noch 1, 2 Jahre spielen könnte. Man will ja nicht direkt sagen, man möchte aufhören. Aber der Kallmund hat mir damals das so schmackhaft gemacht und ich fand das auch gut, dass der Christoph Daum gesagt hat, ich wäre genau der richtige Typ dafür und ob ich das machen würde. Ja, und dann habe ich das mit meiner Familie besprochen, weil wir waren 7 Jahre im Ausland, jetzt wieder umziehen und so, dann wollte ich auch nicht die Kinder wieder aus der Schule nehmen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Teammanager zu werden und das bereue ich bis heute auch nicht. Ja, sonst wärst du auch vielleicht gar nicht hier, wenn du 2 Jahre noch deine Spielerkarriere weitergeführt hättest. Genau, weiß man ja genau. nie, ne? Also Angebote hatte ich, aber für mich war halt wichtig, dass die Kinder sesshaft wurden und wir auch irgendwann wissen, wo wir zu Hause sind. Ja. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen, das Aufgabenprofil eines Teammanagers, Organisation rund um die Lizenzmannschaft. Wie gestaltet sich denn so dein Arbeitsalltag, wenn du hier bist?
Ja, das fängt ja schon morgens mit an. Ich muss ja zum Beispiel, jetzt haben wir zum Beispiel Länderspielwoche, dann hast du viele Nationalspieler auf Reisen, die musst du dann auch abmelden bei der NADA und wohin sie sind, wann sie wiederkommen. Dann machst du mit den Trainern die Trainingswoche, teilst die ein, wann wo trainiert wird und dementsprechend gehe ich dann auch schon in die Vorbereitung für die nächste Woche, wenn es in der Bundesliga geht. Dann lege ich denen die Pläne vor, wie wir unser Spiel gestalten gegen Bochum. Wir haben ein Heimspiel und wir machen meistens immer Tageshotel. Und dann gehen wir die Zeiten durch, dann gehen wir die Pläne durch, wann Besprechung ist, Essen, Abfahrt, alles. Und das sind halt die Sachen, die dann immer so anfallen. Und so ist es, bindet sich das alles zusammen, auch mit international. Aber das mache ich dann nicht alleine, da ist der Stefan Rehm noch mit mir zusammen, weil es einfach, oder unser Reisebüro, das ist einfach dann einfach zu viel, dann, also für eine Person. Hat sich denn durch den Erfolg irgendwas geändert an deinem täglichen Ablauf? Oder? Nein, nein. Mein Ablauf, der bleibt immer so, wie er ist. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir viel mehr wahrgenommen werden. Also noch mehr wahrgenommen werden. Ich fand, wir waren schon auf einem guten Weg, aber jetzt sind wir nicht nur national, sondern auch international. Wie gesagt, ich war ja auch 7 Jahre im Ausland und ich merke, es kommen fast jedes Heimspiel so zwischen 10, 15 Leute aus Belgien, ja. Weil die mich immer gerne anfragen, ob ich denen Karten besorge und so. Und da sieht man einfach, dass man schon einen guten Stellenwert auch international hat. Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen in die Retrospektive schauen, so auf welche Zeiten schaust du denn am liebsten zurück, so, sowohl als Spieler als auch als Teammanager? Ja, man pickt sich dann immer bestimmte Spiele raus oder Saison, die halt natürlich mit Erfolg gegründet haben. Aber ich habe ja auch ein schlimmes Jahr mitgemacht, wo wir fast abgestiegen werden. Und das war schon das Allerschlimmste. Also das möchte ich auch gar nicht mehr erleben, weil es auch für uns alle dann in einem Strudel reingeht, wo man dann sagt, das kann einen wirklich die Beine wegziehen, ja, und kann auch viel Schaden für einen Verein sein. Und das andere ist einfach die schönen Momente, die nehme ich mir auch jetzt, wie jetzt zum Beispiel in Stuttgart. Ja. Das sind die Momente, wo man einfach dafür lebt, diesen Job zu machen. Ja, wir haben 3 Spiele hintereinander verloren, das man gar nicht mehr gewohnt ist. Ja. Und dann fährt man nach Stuttgart, wo man weiß, das wird ein schweres Spiel. Und dann ziehen die nachher, oder der Trainer zieht nachher wieder seinen Joker und macht in der zweiten Halbzeit die taktischen Sachen so. Und wir schießen dann noch das 4-3 und da lebst du einfach für. Oder da arbeitest du für. Und da ist man auch stolz, für den Verein zu arbeiten und auch für die Mannschaft. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurück in die Geschichte gehen, 1996, kannst du dich da noch an die Mexiko-Reise erinnern? Ja, zum Teil. Ich habe so ein schönes Foto mitgebracht. Ja gut, da durfte man noch Alkohol trinken. Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Ja. Das ist ja, man sieht ja, der Rudi ist dabei, der Ulf ist dabei und man hat es halt genossen, wenn man so zusammen war, dann ein Bier zu trinken. Und man muss auch sagen, es war eine schöne Reise, eine sehr schöne Reise, ja, weil es da, wie soll ich sagen, die sozialen Medien noch nicht gab. Und da konnte man sich ein bisschen freier bewegen und das war halt das Schöne. Ja, dafür greifen wir es jetzt 30 Jahre später auf. Aber mal Stichwort 30 Jahre liegen jetzt zwischen dem Foto und jetzt. Da mal ganz offen gefragt, wie hältst du dich so fit? Ja, ich laufe noch und trainiere noch einmal die Woche mit den alten Herren, aber die alten Herren sind 30 Jahre jünger wie ich. Also das macht mir immer unheimlich Spaß. Ja, das ist genauso, wenn ich meine Runden laufe zum Beispiel. Ich versuche immer zu laufen, damit ich den Kopf frei kriege. Und das ist für mich am besten, wenn wir zum Beispiel zu Spielen fahren, bevor wir dann zum Spiel fahren, dann komme ich ziemlich früh und dann laufe ich meine Runden und dann bin ich klar. Dann bin ich klar fürs Spiel. Und man sieht es ja bei uns auch in der Gruppe, alle Trainer laufen. Ne? Also da merkt man einfach, wenn man sich so ein bisschen körperlich aktiviert, dass man dann sagt, ja, dann ist man im Kopf auch ein bisschen klarer und kann die Arbeit dann wieder gut angehen. Sehr schön. Dann
gibt es sicherlich noch ein paar Fundstücke aus der Erinnerungskiste, die wir mal ausgraben können, aber ich glaube, das ist ein Thema für vielleicht ein zukünftiges Video. Für heute können wir da erstmal einen Strich drunter machen. Hans-Peter, ganz lieben Dank, dass du gerne. bei uns warst und mit uns ein bisschen über den besonderen Jahrestag und deine Rolle hier gesprochen hast. Vielen Dank. Dankeschön. Wo habt ihr das denn her?